Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo und auch von mir ein ganz herzliches Willkommen. Willkommen zur heutigen Folge von Alltag Deutsch. Ja, und heute ist tatsächlich ein ganz besonderer Tag, Tag 60. Der letzte Tag unseres gemeinsamen A2-Kurses. Ihr habt es geschafft. Wirklich. 60 Tage lang, jeden einzelnen Tag 15 neue Wörter gelernt. Also das ist wirklich eine großartige Leistung. Wir sind stolz auf euch. Herzlichen Glückwunsch. Absolut. Aber das ist nicht das Ende. Nein, sondern ein neuer Anfang. Ab morgen starten wir nämlich gemeinsam ins Level B1. Das wird spannend. Oh ja. Da warten dann neue Themen auf euch. Die Sätze werden ein bisschen länger, vielleicht auch mal komplexer und die Aufgaben etwas herausfordernder. Genau, wir wollen euer Deutsch zusammen auf die nächste Stufe heben. Es soll noch natürlicher klingen, noch flüssiger werden. Ihr werdet merken, wie ihr immer besser kommunizieren könnt. Also freut euch wirklich darauf. Und wir haben uns auch etwas Neues für den B1-Kurs überlegt. Es wird zusätzliche kleine Videos geben. Kennt ihr ja schon. Aber diesmal stellen wir euch nach den Alltagsgeschichten ein paar kurze Fragen zum Inhalt. Ah, das ist gut. Ihr bekommt dann einen Moment Zeit, um selbst zu antworten, am besten laut, wirklich. Und direkt danach hört ihr dann die richtige Lösung von uns. Genau. Das ist super, um aktiv zu bleiben und das Gelernte sofort anzuwenden. So könnt ihr euer Deutsch halt wirklich trainieren. Und wir sind auch sehr gespannt auf eure Ideen. Also, schreibt uns bitte eure Vorschläge und Wünsche für das B1-Level unten in die Kommentare. Was interessiert euch denn so? Welche Themen wünscht ihr euch? Ja, bitte. Wir freuen uns riesig darüber und versuchen dann natürlich, eure Ideen einzubauen. Ganz genau. Und ein kleiner Tipp noch, den geben wir euch ja immer wieder, aber er ist so unglaublich effektiv. Vergesst die Shadowing-Technik nicht. Oh ja. Sprecht die Sätze, die ihr hört, laut nach. Das trainiert euer Ohr für den Klang der Sprache, es verbessert euer Sprachgefühl ungemein und gibt euch einfach viel mehr Sicherheit beim Sprechen. Wirklich, probiert das konsequent aus. So, aber jetzt zu heute. Unser Thema ist der Grundwortschatz zum Thema Notfälle und Polizei. Ein sehr wichtiges Thema, finden wir. Absolut. Man hofft natürlich, dass man dieses Vokabular nie braucht, klar. Aber es ist doch unglaublich wichtig, in schwierigen oder, unerwarteten Situationen richtig reagieren zu können. Stimmt. Also zu wissen, wie man Hilfe ruft, wie man eine Situation beschreibt oder eben auch mit der Polizei spricht, wenn es mal nötig sein sollte. Gut vorbereitet zu sein, das gibt Sicherheit. Genau. Und wie immer, damit die neuen Wörter besser hängen bleiben, gibt es am Ende der Folge wieder eine kleine Geschichte. Da kommen dann alle heutigen Wörter drin vor. Hört also unbedingt bis zum Schluss zu, so merkt ihr euch die Wörter viel besser und seht, wie sie im Kontext, also im echten Alltagsdeutsch, funktionieren. Okay, lasst uns jetzt mit dem ersten Wort starten. Gut. Das erste Wort ist ein Nomen, der Arztbesuch. Auf Englisch bedeutet das Doctor's Visit. Ein ganz einfacher Satz dazu wäre, nach dem Unfall war ein Arztbesuch dringend nötig. Oder vielleicht auch, ich habe morgen einen Arztbesuch um 10 Uhr. Man geht also zum Arzt oder zur Ärztin. Genau. Und wenn man einen Unfall hatte oder auch nur unglücklich gestürzt ist, hat man vielleicht die Verletzung. Auf Englisch Injury. Ein Beispiel. Er hatte eine kleine Verletzung am Knie nach dem Fußballspielen. Oder, zum Glück war es nur eine leichte Verletzung. Es gibt natürlich leichte und schwere Verletzungen. Richtig. Wenn eine Verletzung offen ist, kann sie zu die Blutung führen. Das heißt auf Englisch bleeding. Zum Beispiel. Die Blutung an seiner Hand war zum Glück nicht stark. Oder vielleicht, man muss die Blutung schnell stoppen. Und das passende Verb dazu ist natürlich bluten. Auf Englisch to bleed. Das Perfekt bilden wir mit haben. Hat geblutet. Ein Beispielsatz im Präsens. Seine Wunde am Finger blutet immer noch. Ein bisschen. Und im Perfekt? Das Knie hat nach dem Sturz stark geblutet. Okay. Wenn etwas blutet, also um die Blutung zu stoppen oder die Wunde zu schützen, braucht man oft der Verband. Das ist Englisch? Bandage. Zum Beispiel. Die Krankenschwester legt einen sauberen Verband an. Oder auch, ich brauche einen Verband für meinen Finger. Manchmal sagt man ja auch Pflaster, aber ein Verband ist meistens größer, oder? Ja, genau. Gut,
Wechseln wir mal kurz das Szenario. Bei größeren Unfällen oder wenn es brennt, muss man manchmal die Feuerwehr rufen. Englisch? Fire Department. Die Nummer in Deutschland ist die 112. Das ist wichtig. Genauso wie für den Notarzt. Im Beispiel. Bei dem Feuer im Nachbarhaus kam die Feuerwehr sehr schnell. Oder, was auch mal vorkommt, die Feuerwehr hat die Katze vom Baum gerettet. Das machen die ja manchmal auch. Stimmt. Ein Wort, das oft zu Verletzungen führt, ist das Verb stürzen. Englisch to fall oder to tumble. Hier ist das Perfekt wichtig, es wird nämlich mit sein gebildet. Ist gestürzt. Genau, man könnte warnen, pass auf, der Boden ist nass, dass du nicht stürzt. Das wäre Präsens. Und im Perfekt? Er ist gestern mit dem Fahrrad gestürzt, aber ihm ist zum Glück nichts passiert. Oder? Die alte Dame ist leider auf der Treppe gestürzt. Man kann aber nicht nur stürzen, man kann sich auch auf eine andere Art wehtun, zum Beispiel verbrennen. Englisch to burn. Das Perfekt ist hier, hat verbrannt. Ah ja, ein typisches Beispiel aus der Küche. Autsch, ich habe mich am heißen Backofen verbrannt. Oder, Vorsicht mit dem heißen Tee, du könntest dich verbrennen. Das bezieht sich meistens auf Hitze, ne? Ja, genau. In wirklich schlimmen Situationen, also nach einem schweren Sturz oder einem Unfall, kann jemand bewusstlos werden. Das heißt, die Person reagiert nicht mehr, sie ist nicht ansprechbar, Englisch to lose consciousness. Das Perfekt wird hier wieder mit sein gebildet, ist bewusstlos geworden. Puh, ja. Zum Beispiel, nach dem Zusammenstoß ist der Fahrer kurz bewusstlos geworden. Oder, sie hatte hohes Fieber und ist dann plötzlich bewusstlos geworden. Das ist immer ein ernster Notfall. Absolut. Ein sehr ähnliches Wort, das den Zustand beschreibt, ist das Adjektiv ohnmächtig, Englisch unconscious oder fainting. Wenn jemand bewusstlos wird, dann ist er oder sie danach ohnmächtig. Verstehe. Ein Beispiel, er lag nach dem Unfall kurz ohnmächtig auf der Straße. Oder, ihr wurde schwarz vor Augen und sie war für einen Moment ohnmächtig. Okay. Wenn etwas Schlimmes passiert, also ein Unfall, ein Brand, vielleicht ein Einbruch, dann muss man Hilfe alarmieren. Englisch to alert. Das Perfekt ist, hat alarmiert. Zum Beispiel, ein Nachbar hat sofort die Polizei alarmiert, als er die zerbrochene Scheibe sah. Oder, vergiss nicht bei einem Notfall sofort den Notarzt zu alarmieren, man ruft also um Hilfe. Genau. Nun ein Adjektiv. Verletzlich. Englisch vulnerable. Das beschreibt, dass jemand oder etwas leicht verletzt werden kann, also physisch oder auch emotional oder einfach besonderen Schutz braucht. Ein gutes Beispiel finde ich, kleine Kinder sind im Straßenverkehr besonders verletzlich, man muss gut auf sie aufpassen. Oder auch, nach der Operation fühlte er sich sehr schwach und verletzlich. Ja, das passt. In einem Notfall reagieren Menschen ja sehr unterschiedlich. Manche bleiben erstaunlich ruhig, aber andere werden panisch. Englisch panicked. Sie bekommen also große Angst, reagieren überstürzt und wissen vielleicht gar nicht, was sie tun sollen. Stimmt. Ein wichtiger Rat in so einer Situation ist dann, bitte bleib ruhig und werde nicht panisch. Atme tief durch. Oder als Beispiel, als das Feuer ausbrach, wurden einige Leute panisch. Aber ruhig bleiben ist meistens hilfreicher, oder? Definitiv. Eine Verletzung oder auch eine Situation kann ja harmlos sein, aber manchmal ist sie eben auch ernsthaft. Englisch serious oder severe. Das bedeutet, es ist wirklich schlimm oder gefährlich. Zum Beispiel, das war ein ernsthafter Unfall mit mehreren Verletzten. Oder er hat eine ernsthafte Krankheit. Er muss lange im Krankenhaus bleiben. Es ist also nicht nur eine Kleinigkeit. Genau. Und das letzte Wort für heute, und wir hoffen wirklich von Herzen, dass ihr das nie benutzen müsst, lebensgefährlich. Englisch life-threatening. Es bedeutet, dass eine Situation so gefährlich ist, dass man, sterben könnte. Puh. Ein Beispiel? Die Situation nach der Gasexplosion war lebensgefährlich, aber die Rettungskräfte konnten zum Glück alle Bewohner retten. Oder? Eine Fahrt bei diesem starken Sturm ist absolut lebensgefährlich. Es besteht also Gefahr für das Leben. Ja, das waren sie, unsere 15 Wörter für heute zum Thema Notfälle und Polizei. Wie gesagt, wichtige Wörter, die man im Hinterkopf haben sollte, auch wenn man hofft, sie nie aktiv anwenden zu müssen. Absolut.
Und sie zeigen ja auch, wie wichtig es ist, im Notfall ruhig zu bleiben und zu wissen, was zu tun ist. Bevor wir nun zu unserer Geschichte kommen, in der ihr all diese Wörter noch einmal im Zusammenhang hört, haben wir noch eine kleine Bitte. Genau. Eine kurze Pause von den Wörtern. Wenn dir dieser Podcast hier gefallen hat, wenn du hier gerne Deutsch lernst und vielleicht sogar die ganzen 60 Tage A2 mit uns durchgehalten hast, Respekt, dann zeig es uns doch. Ja, bitte. Klick auf Abonnieren und gib uns einen Daumen nach oben. Das hilft uns wirklich sehr, damit auch andere Deutschlerner uns finden können. Und es zeigt uns natürlich, dass du Spaß am Lernen hast und wir weitermachen sollen. So ist es. Vielen Dank schon mal dafür. Und jetzt geht es weiter mit unserer Geschichte. Konzentriert euch mal gut und versucht, die neuen Wörter herauszuhören und zu verstehen, was da passiert. Okay, hört gut zu. Es ist Samstagabend. Lena ist allein zu Hause und möchte sich zum Abendessen etwas Leckeres kochen. Sie hat ein neues Rezept gefunden für eine Gemüsepfanne. Beim Schneiden der Zucchini ist sie einen Moment unaufmerksam, weil das Telefon klingelt. Plötzlich rutscht das Messer ab. »Aua«, ruft Lena. Sie hat sich tief in den Finger geschnitten. Es entsteht sofort eine ziemlich starke Blutung. Oh je. Das Blut tropft auf den Küchenboden. Lena erschrickt und wird ein bisschen panisch. »Oh nein, was mache ich jetzt?«, denkt sie. Sie drückt schnell ein Küchentuch auf die Wunde, aber es blutet weiter. Sie merkt, dass sie dringend einen Verband braucht. Sie sucht im Badezimmerschrank nach dem Erste-Hilfe-Set. Dabei wird ihr plötzlich ganz schwindelig und schwarz vor Augen. Ach du Schreck. Sie fühlt sich furchtbar schwach, fast ohnmächtig. Sie schafft es gerade noch, sich auf den Badezimmerboden zu setzen, bevor sie vielleicht bewusstlos geworden wäre. Sie atmet tief durch und versucht, ruhig zu bleiben. Die Verletzung am Finger pocht und schmerzt. Lena weiß, sie braucht Hilfe. Allein schafft sie das nicht. Gut, sie überlegt, wen sie alarmieren soll. Soll sie den Notruf 112 wählen? Sie schaut auf ihren Finger. Die Blutung ist stark, aber es sieht nicht direkt lebensgefährlich aus. Zum Glück. Gut, dass sie anruft. Frau Müller sagt, aber natürlich, Lena. Werden Sie nicht panisch, ich komme sofort rüber. Wenige Minuten später ist Frau Müller da. Sie sieht die Wunde und sagt besorgt, oh je, das sieht aber ernsthaft aus, Kindchen. Sie hilft Lena, einen festen Verband anzulegen. Ich glaube, ein Arztbesuch wäre trotzdem gut, sagt Frau Müller. Sollen wir zur Sicherheit die 112 rufen? Nicht die Feuerwehr, klar, aber den Rettungsdienst. Eine gute Überlegung. Lena überlegt kurz. Die Blutung wird schon etwas weniger. Ich glaube, mein Freund kann mich gleich fahren, sagt sie. Es ist nicht lebensgefährlich, aber ein Arzt sollte es sich mal ansehen. Frau Müller bleibt noch bei Lena, bis ihr Freund kommt. Sie ist froh, dass Lena nicht allein war und sie helfen konnte. Das war unsere heutige Geschichte. Konntet ihr die Situation gut verstehen und die neuen Wörter im Kontext erkennen? Also, wie Lena sich verletzt hat, wie sie reagiert hat und wie Frau Müller dann geholfen hat. Wir hoffen, die Geschichte hat euch geholfen, die Bedeutung der Wörter noch besser zu verstehen. Und jetzt seid natürlich ihr dran. Übung macht den Meister, wie man so schön sagt, nicht wahr? Genau. Schreibt doch bitte eure eigenen Beispielsätze mit einigen der neuen Wörter unten in die Kommentare. Vielleicht hattet ihr ja mal eine ähnliche, hoffentlich nicht so schlimme Situation. Wir freuen uns wirklich sehr, eure Sätze zu lesen und zu sehen, wie ihr die Vokabeln anwendet. Und wenn euch diese Folge gefallen hat und besonders wenn ihr die ganze A2-Reise über 60 Tage mit uns gemacht habt, dann wäre es super toll, wenn ihr unseren Kanal abonniert und uns einen Daumen nach oben gebt. Das ist eine riesige Motivation für uns, jetzt mit voller Energie in die nächste Stufe zu starten. Ja, denn denkt dran, ab morgen geht es weiter mit dem neuen Level, B1. Wir können es kaum erwarten. Wir starten mit neuen, spannenderen Themen, den versprochenen Fragen zu den Geschichten, um euer Hörverständnis und Sprechen zu trainieren und natürlich noch mehr Übungen, um euer Deutsch auf das nächste Level zu bringen. Bleibt also unbedingt dabei, euer Deutsch wird von jetzt an mit jedem Tag stärker und natürlicher. Wir haben wirklich viel Schönes für den B1-Kurs vorbereitet und freuen uns sehr darauf, euch auf diesem nächsten Schritt eurer Lernreise weiter zu begleiten. Ja, das wird toll. Es war eine wirklich schöne Reise durch das A2-Level mit euch allen. Danke für eure Treue und euer Engagement. Jetzt beginnt ein neues, spannendes Kapitel. Wir freuen uns auf euch morgen im B1. Tschüss und bis morgen. Auf Wiederhören.